Objektnummer SCP-028-DE, Klassifizierung Keter. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-028-DE ist oberirdisch als homöopathische Wellness-Hotelanlage getarnt, die als Unterkunft für einen Großteil des Personals dient. Die Wellnessbereiche dürfen vom Personal zur Entspannung genutzt werden und werden von Stufe einem Personal betrieben. Zivilisten, die versuchen, Zimmer zu buchen, werden mit angeblicher Überbuchung abgewimmelt. Das dazugehörige Gelände ist umzäunt und videoüberwacht. Außerdem sind ständig 2 Wachtrupps auf Patrouille. An den Zufahrten finden Einlasskontrollen statt. Die unterirdischen Bereiche von SCP-028-DE sind vollständig videoüberwacht und werden permanent von 12 Wachtrupps von nicht weniger als 8 Mann, die mit einem Waffenarsenal, das von normalen Sturmgewehren über Flammenwerfer bis hin zu Laserprojektoren reicht, ausgestattet sind. Eine genaue Liste der Ausrüstung siehe 028-DE A3. Im Abstand von jeweils exakt 747,9 Metern, 747,9, in der Vertikalen zu einem festen Messpunkt auf dem Gelände von SCP-028-DE befinden sich in einem auf den Dezimeter genauen gleichen Abstand zueinander 18 Scranton-Realitätsanker, die auf verschiedene Weise getarnt sind und rund um die Uhr von Wachpersonal und Videokameras überwacht werden. Diese SRA sind permanent eingeschaltet und auf 20 Hum plus oder minus 0,1 Hm kalibriert. Rings um SCP-028-DEC in Raum A's befinden sich an einem kugelförmigen Rahmen von 18 Metern Durchmesser insgesamt 36 SRAs in möglichst genauen regelmäßigen Abständen. An einer Seite sind die SRAs und deren Grundgerüst schwenkbar, um die Gerätschaften aus 028-DE-P1 hindurchzulassen. Sollte an einem oder mehreren Ankern eine Realitätsabweichung von mehr als 2,0 Hum gemessen werden, ist sämtliches nicht im Dienst befindliches Personal der Anlage in Bereitschaft zu versetzen, die Reaktionskräfte haben, ihre Posten einzunehmen, und O4 ist zu verständigen. Erreicht die Abweichung 6,0 Hm, ist O5 zu informieren und Codewort Heimdall mit höchster Priorität an Geschwader 33 und mit normaler Priorität an alle Standorte auf der Liste 028-DE A1 zu senden. Die Reaktionskräfte bereiten Protokoll Mjölnir vor. Die ab einer Abweichung von ca. 11,0 Hm möglicherweise erscheinenden Personen aus U3, 378-DE, SCP-028-DE-A sind mit allen verfügbaren Mitteln zu neutralisieren. Wird SCP-028-DEC geöffnet, wird Protokoll Mjölnir durchgeführt. Bleibt Protokoll Mjölnir erfolglos oder erreicht der Faktor der Realitätsabweichung 18,0. Wird Geschwader 33 durch O4 oder O5 angewiesen, Protokoll Ragnarök durchzuführen. Beschreibung. SCP-028-DE ist der Standort DE-3EX. Standort DE-3EX ist das ehemalige Hauptquartier und die geheime Forschungsbasis des ausgelöschten Sonderkommandos für Paranormales und wurde bis zum erstmaligen Erscheinen von SCP-028-DE-A während Raute 028-DEI-1 hauptsächlich zur Erforschung der Arbeit des SKP und zur Lagerung von SCPs genutzt, die keiner besonderen Sicherheitsmaßnahmen und Zuwendung bedurften. Nach Zwischenfall 028-DE2 wurde Standort DE-3EX als SCP-028-DE klassifiziert und die hier gelagerten SCPs an andere Standorte verlegt. SCP-028-DE besteht aus insgesamt 106 Räumen, die sich über 8 Ebenen verteilen und durch Flure, Treppenhäuser und Lastenaufzüge miteinander verbunden sind. Alle Räume sind entsprechend ihrer Art mit einer Rune der älteren Futag und teilweise einer Zahl gekennzeichnet. Die oberen Ebenen enthalten vor allem Räume für das Personal, Schulungs- und Lagerräume. In den mittleren Ebenen befinden sich Labore, Büros und Werkstätten. In den unteren Ebenen Zellen und Eindämmungsräume. Im Zentrum der Anlage befindet sich Raum Or, eine Halle, die über 4 Stockwerke reicht. Die beiden Zugänge sind mit Panzertüren versehen. Und es gibt im 2. Stockwerk über dem Boden einen Kontrollraum mit Sichtfenstern aus Panzerglas. Was vermuten lässt, dass Raum A als Zelle und oder Versuchslabor verwendet wurde. Das SKIP hat jedoch alle Aufzeichnungen über den Zweck des Raumes und das Kontrollpult vor der Übernahme durch die Foundation vernichtet. Seit Zwischenfall 028-DI2 befindet sich in der Mitte von Raum A ein Portal, SCP-028-DEC, zu Universum U3378-DE. Das Portal ist im Normalfall durch die SRAs um SCP-028-DE geschlossen. Zwischenfallprotokoll 028-DI1. Am 1900 um 2:47 Uhr SCP-028-DE wurde damals noch als Standort DE3 genutzt und nicht vollständig videoüberwacht. O schaltete sich das Terminal von Dr.
nach falscher Passworteingabe beim Versuch auf Dokumente der Geheimhaltungsstufe 4 zuzugreifen, ab und löste Alarm aus. Da außer dem Wachpersonal niemand in Nachtschichten arbeitete und nächtlicher Zugang zu den unteren Ebenen nur mit Ausnahmegenehmigung möglich war, wurde gemäß Alarmprotokoll stiller Eindringlingsalarm ausgelöst, das Reaktionsteam des Standorts zu Dr. Büro geschickt und das Terminal in einen virtuellen Zugriffsmodus versetzt, in dem Zugang zur Datenbank vorgegaukelt wird, um den Eindringling zu beschäftigen. Das Reaktionsteam stürmte Dr. Büro und fand darin eine Person vor, die wie Dr. aussah, jedoch eine hellgraue Uniform mit dem Abzeichen des SKP trug und weiterhin mit Dr. Terminal beschäftigt war. Die Person, im Folgenden als SCP-028-DEA-1 bezeichnet, eröffnete sofort das Feuer mit einer Waffe, bei der es sich vermutlich um eine vollautomatische Railgun-Pistole gehandelt hat, deren Geschosse Körperpanzerung und selbst die 20 cm dicken Wände aus Stahlbeton durchdringen konnten. Ein angeschossenes, aber nicht getötetes Mitglied des Reaktionsteams berichtete, dass sie einige Minuten nach dem Feuergefecht, in denen der Standortleiter den unteren Bereich abriegelte und ein MTF zur Hilfe rief, dem Terminal eine Diskette, die mit einem Kabel an eine Art Tablet angeschlossen war, entnahm, kurz darauf in einem Bereich vor ihr die Luft zu flimmern begann, sich verzerrte und sich eine Art Portal öffnete. Sie ging hindurch und das Portal schloss sich wieder. Der überlebende Wachmann merkte an, dass er durch das Portal den gleichen Raum sehen konnte, nur dass er in einer anderen Farbe gestrichen war und die Möbel in einer Art futuristischem Bauhausstil gestaltet schienen. Es wird davon ausgegangen, dass es durch die damalige Inaktivität von SCP-028-DEB nicht möglich war, größere Portale zu öffnen, die eine groß angelegte Infiltration des Standortes zugelassen hätten. Eine Analyse des Protokolls des Terminals ergab, dass das SCP-Verzeichnis Informationen über Standorte, Personal, Sicherheitsprotokolle und insbesondere SCPs, die von dem SKP übernommen wurden und deren Position abgefragt wurden. Diese SCPs wurden umgehend verlegt und die Sicherheit der betroffenen Standorte erhöht. Da Scranton-Realitätsanker damals noch nicht zur Verfügung standen, wurden als Sicherheitsmaßnahmen Überwachungskameras in allen Gängen installiert, die Wachen verstärkt, alle SCPs an andere Standorte verlegt, der Zugang zur Datenbank der Foundation stark eingeschränkt und nur noch die Arbeit des SKP erforscht. Bereits damals wurde erwägt, den Standort zum SCP zu erklären, darauf wurde jedoch vorerst verzichtet. Zwischenfall 028-I2. In der Decke von Raum A befand sich eine leicht nach unten gewölbte Abdeckung von etwa 2 Metern Durchmesser, die sich von unten nicht entfernen ließ, jedoch den Eindruck erweckte, Teil eines in der Decke befindlichen Geräts zu sein. In der Woche vor dem 2000 wurde, auf Anweisung des neuen Standortdirektors, in Raum Aufs 2, dem Raum über Raum Aufs, der Boden aufgestemmt, um von oben das Gerät, welches in der Decke vermutet wurde, freizulegen. Tatsächlich fand sich im Boden von Raum auf 2, kurz unter dem offenbar nachträglich aufgebrachten dünnen Betonboden, eine stählerne Luke, die in einen niedrigen Raum in der Decke von Raum auf führte, welcher sich als Wartungsraum für das fragliche Gerät herausstellte. Dort fanden sich einige Werkzeuge, Ersatzteile und ein unbeschrifteter Verkabelungsplan, jedoch keine Zeichnungen oder Dokumentation, die auf den Zweck des Geräts hingedeutet hätten. Das Typenschild war entfernt worden. Einer technischen Analyse zufolge ähnelte es technisch einem Scranton-Realitätsanker, der jedoch weniger auf die Erzeugung eines stabilisierenden Feldes als auf die Emittierung von Strahlung ausgelegt war, dem die vermeintliche Abdeckung als Emitter diente. Man nahm an, es handle sich um eine Sicherheitsvorrichtung für den tatsächlichen Einsatzzweck von Raum IHI und beschloss, das Gerät zu testen und gegebenenfalls selbst zu verwenden. Es wird im Folgenden als SCP-028-DEB designiert. Trotz seines Alters war es technisch einwandfrei und wurde mit einem im Kontrollraum errichteten Terminal verbunden, mit dem auch alle anderen Systeme des Raumes verbunden waren. Gemäß Sicherheitsstandards für realitätsbeeinflussende Maschinen wurde der Standort von allem nicht notwendigen Personal evakuiert und alle Sektoren abgeriegelt. S-Unterstand-As waren zum damaligen Zeitpunkt noch sehr selten und standen für den Test nicht zur Verfügung. Es sei zu erwähnen, dass sämtlicher Funkverkehr der folgenden Protokolle digital und verschlüsselt stattgefunden hat. Es folgt ein Transkript eines Audio-/Videoprotokolls aus dem Kontrollraum. Anwesend sind Dr. Wilhelm Wiesmann, Projektleiter, Dr. Frauke Meyer, Physikerin, die Platz Ing. Tobias Greitenkort, Elektroingenieur, Leutnant Cem Yilmaz, Wachhabender und 4 bewaffnete Wachleute.
Vor jeder Panzertür warten 2 12-Mann-Gruppen der Reaktionskräfte, weitere Reaktions- und Sicherheitskräfte stehen in Bereitschaft. MTFDE 8G, damals noch ohne portable SRAs, aber schon auf Realitätsbeugung spezialisiert, wurde in Bereitschaft versetzt. Der Raum wurde mit verschiedenen Messgeräten ausgestattet. In Ermangelung eines Kantzählers kann zwar die Realitätsabweichung in Hume nicht gemessen werden, ein Netz an Lasern soll jedoch Verzerrungen und Beugungen im Raum feststellen. Dr. Wiesmann. Aufnahme läuft. Also gut. Sicherheitsprotokolle sind in Kraft, Spannungsversorgung und Datenverbindung zu unserem mysteriösen Gerät stehen. Raum Fehu, Name der Rune, ist leer. Grätenkord, Status? Grätenkord. Alles bereit. Mein Finger schwebt über dem großen roten Knopf. Dann drücken Sie da mal drauf. Dr. Meyer. Ich messe einen Anstieg an langwelliger elektromagnetischer Strahlung. Sonst nichts. Oder doch, wie soll ich sagen, es breitet sich über das Frequenzband aus, sprich es kommt zunehmend kurzwellige Strahlung hinzu. Können Sie die Quelle ermitteln? Die Messpunkte sind so angeordnet, dass damit ein Ursprungspunkt trianguliert werden kann. Ja, definitiv die Kuppel in der Decke. Es erreicht gleich das sichtbare Licht. Es scheint einige Minuten später von der Kuppel ein tiefrotes Läuten auszugehen, das langsam über hellrot, orange, gelb und so weiter das Farbspektrum zu erfassen scheint, bis es gänzlich weiß wird und den Bereich sichtbaren Lichts überschreitet. Es breitet sich scheinbar immer weiter aus. Jetzt ist es im Bereich harter Röntgenstrahlung angelangt. Ich verstehe nur nicht, wozu. Moment, es ist stehen geblieben. Bei PM. Jetzt scheint es sich von oben abzubauen, also vom langwelligen Bereich aus. So als würde es sich auf diese Wellenlänge fokussieren. Aber würde ein Emitter für elektromagnetische Strahlung nicht gleich die nötige Wellenlänge emittieren? Wozu soll diese Ausbreitung gut sein? Das ist doch Zeitverschwendung. Willi, wir haben es hier mit einer Nazi-Anlage zu tun. Von allem, was die gemacht haben, haben die nichts einfach so gemacht. Vor allem nicht das SKP. Es muss einen Grund geben. Vielleicht hat es eine Wellenlänge oder eine Frequenz gesucht und wir wissen nur nicht, nach welchen Kriterien es die richtige auswählt. Das Licht wird grünlich, dann blau, violett und erlischt dann. Wer weiß, vielleicht ist es eine Satellitenschüssel und gleich öffnet sich ein Portal mit Nazi-Zombies auf Dinosauriern und... Kacke! Abbrechen! Was? Dr. Wiesmann schlägt auf einen Notaustaster, welcher SCP-028-DEB vom Strom trennt. Das ist eine Satellitenschüssel. Das Teil hat nach einer Frequenz gesucht, um zu kommunizieren. Willi, wir haben ein Problem. Das Gerät läuft weiter, es strahlt gleich nur noch in dieser Frequenz. Was? Grätenkord? Wir haben die eine Hälfte von dem Gerät nicht verstanden und die andere Hälfte besteht aus uns unbekannter Technik. Kann schon sein, dass das Ding eine Batterie oder sowas hat. Verdammte Kacke! Naudis 2. Sprengen Sie das Gerät. Sofort. Reaktionsteam in Raum 2. Verstanden. Sprengen das Gerät. Sprengen nicht möglich. Die Luke lässt sich nicht öffnen. Dann überlegen Sie sich was. Das Gerät konzentriert sich nun auf eine Frequenz. Ich messe Verzerrungen in der Raummitte. Ich starte das Gerät neu, vielleicht stört ein neuer Suchlauf, was auch immer da passiert. Machen Sie das. Wiesmann an alle. Wir stehen womöglich vor einem Eindämmungsbruch. Halten Sie sich bereit. Es ist nun eine kugelförmige Verzerrung in der Raummitte zu sehen, welche sich langsam vergrößert. Leutnant Yilmaz. Doktor, schauen Sie. Er deutet durch die Sichtfenster auf die Verzerrung, die inzwischen circa auf 3 Metern Größe angewachsen ist und durch welche der gleiche Raum zu sehen ist, nur in einer anderen Farbe. Grätenkord, machen Sie was. Das Gerät hat wieder Strom, startet aber nicht neu. Wahrscheinlich muss es durchlaufen, bis der Saft alle ist. Oder es muss manuell neu gestartet werden. Keine Ahnung. Dann gehen Sie nach Naudis 2 und ziehen den Stecker oder was weiß ich. Naudis 2. Sie bekommen gleich Besuch von einem Techniker. Sehen Sie zu, dass Sie die Luke aufbekommen. Egal wie. Die Raumverzerrung nimmt ab, aber die Anomalie schrumpft nicht. Willi, das Ding normalisiert sich mit der Umgebung. Was bedeutet das? Man kann jetzt hindurchsehen. Doktor. Die Anomalie SCP-028-DEC hat nun die Form einer Kugel von Durchmesser 15 Meter, deren unteres Drittel im Boden versinkt. Die Oberfläche ist nun so glatt, dass hindurchgeblickt werden kann. Auf der anderen Seite ist derselbe Raum zu sehen, jedoch in blassgrün statt weiß gestrichen und von einer Apparatur umgeben, welche dem späteren Gestell mit den SRAs gleicht. Durch Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln ist zu sehen, dass dahinter reges Treiben herrscht. Augenscheinlich sammeln sich mehrere bewaffnete Trupps von Personen in hellgrauen Uniformen und mit Körperpanzerung. Einige kleinere Trupps führen große Kisten mit sich. Es wird angenommen, dass sich darin verschiedene Gerätschaften befinden. Du heilige Scheiße. Wiesmann an alle.
Eindämmungsbruch steht bevor. Personen in grauer Uniform sofort angreifen. Dr. Wiesmann von D3 an O4. Uns steht möglicherweise eine Invasion aus einem anderen Universum bevor. Erbitten Einsatz von MTFs. O4. O4 an Dr. Wiesmann. Von welcher Art Invasion sprechen wir hier? Vermutlich ein Universum voller Nazis. Unterstützung ist unterwegs. Halten Sie sie auf, solange Sie können. O4 out. Während die MTFs auf dem Weg sind, errichten die Reaktions- und Sicherheitskräfte des Standorts Barrikaden und Feuerstellungen vor den Zugängen zu Raum A's und in den Hauptkorridoren. Nicht benötigtes Personal wird vom Gelände evakuiert. Das Panzerbataillon 64 als nächstgelegene Einheit der Bundeswehr wird mit einer fingierten Alarmübung in Bereitschaft versetzt. Es folgt ein Transkript der Ereignisse nach der Ankunft von MTF-DE 8G, 8 Gustav. MTF-DE 8G besteht aus 20 Personen und wird von Captain Martin Franz geführt. Es kann in 3 Trupps aufgeteilt werden. 2 Kampftrupps zu je 8 Personen unter den Kommandos von Captain Franz und Lieutenant Nowak sowie einem technisch-wissenschaftlichen Trupp unter dem Kommando von Dr. Schmieder zu 4 Personen. Das ebenfalls alarmierte MTF-DE 4K wird etwa 10 Minuten später eintreffen und besteht aus 14 Personen unter dem Kommando von Captain Rüberg. Alle Mitglieder des MTF haben ein Memetik-Abwehrtraining der Klasse Psi-3 absolviert und sind auf Kommandoaktionen spezialisiert. Sie erreichen Standort DE3 per Hubschrauber 14 Minuten nach ihrem Einsatzbefehl und begeben sich zum Kontrollraum von Raum Aya, in welchem sich Captain Franz, Lieutenant Nowak und der TW-Trupp mit dem Team von Dr. Wiesmann besprechen. CPT Franz. Dr. Wiesmann, Captain Franz von 8 Gustav. Das sind Lieutenant Nowak und der technisch-wissenschaftliche Trupp von Dr. Schmieder. Bitte fassen Sie die Lage kurz aber genau zusammen. Ich schalte Sie außerdem auf den Funk von 4 Karl, die sind in ein paar Minuten da. Dr. Wiesmann. Gut, dass Sie da sind. Also, Sie sehen die Kuppel in der Decke? Darin befindet sich ein Gerät des SKP, einer ehemaligen Nazi-Institution für Anomales, das technisch einem Scranton-Realitätsanker sehr ähnelt und welches wir testen wollten. Es ist normalerweise von einem Raum darüber zugänglich. Die Luke lässt sich nur nicht mehr öffnen, weshalb wir es nicht sprengen konnten. Unsere Technik hat es an dieses Terminal angeschlossen und gestartet. Es gibt so gut wie keine Dokumentation. Wir haben es mittels Reverse Engineering untersucht, soweit wir konnten. Als wir es gestartet haben, hat es das elektromagnetische Spektrum, beginnend im langwelligen Bereich, abgesucht und sich auf eine Frequenz im harten Röntgenbereich konzentriert. Dann bildete sich eine Verzerrung, die zu dem dort zu sehenden Portal anwuchs, das seine Größe seitdem beibehält. Ich bin von einer bevorstehenden Invasion ausgegangen und habe daher O4 gebeten, sie zu alarmieren. Einer meiner Ingenieure ist auf dem Weg zu dem Gerät, um es manuell neu zu starten, in der Hoffnung, dass der Suchlauf das Portal stört, während ein Trupp bislang vergeblich versucht, die Luke zu öffnen. Durch SCP-028-DEC ist nun zu sehen, dass sich dort mehrere bewaffnete Einheiten von insgesamt etwa 120 Personen versammelt haben, vor denen eine Person mit einer Uniform, die den Offiziersuniformen der Wehrmacht ähnelt, eine Rede zu halten scheint. Dr. Schmieder. Soweit ich weiß, haben Sie keinen Realitätsexperten und auch niemanden, der mit den Plänen der Realitätsanker vollends vertraut ist? Dann begebe ich mich mit dem TW-Trupp zu diesem Raum. Ich habe den Grundriss Ihrer Anlage im Kopf, wir finden alleine dorthin. Tun Sie das. Zu Dr. Wiesmann gewandt, wir beziehen so lange Stellung. O4 hat noch weitere MTFs geschickt. Und angesichts der gegnerischen Mannstärke brauchen wir jeden, der eine Waffe halten kann. Sie bleiben hier. Captain Franz von 8 Gustav hier. An alle Reaktions- und Sicherheitskräfte. Schalten Sie Ihren Funk auf verschlüsselten Kanal 54. Sollten Sie Personen in hellgrauer Uniform begegnen, eröffnen Sie sofort das Feuer. Aber passen Sie dabei auf sich auf, nutzen Sie Deckung und wechseln Sie regelmäßig Ihre Position. CPT Rüberg. 4 Karl an 8 Gustav haben soeben ein Treffen. Lassen Sie uns im Foyer treffen, damit wir einen Plan machen können. Gut, sammeln wir uns da. So wie ich das sehe, haben wir aber kaum noch Zeit, also ist Laufschritt angesagt. Die MTFs treffen sich mit dem Sicherheitschef von Standort DE3, Hauptmann Armbruster, im Foyer. So, wir haben eigentlich keine Zeit, deshalb fassen wir uns kurz. Hauptmann Armbruster, Captain Rüberg, gemäß Einsatzrichtlinie 28 und so weiter übernehme ich die Einsatzleitung. Alle kennen die Grundrisse des Standorts und haben die Einsatzvorbesprechung gelesen? Kurze Pause. Gut, die Reaktionskräfte des Standorts haben die beiden Zugänge zu Raum Fehu dicht gemacht.
Die Panzertüren sind verschlossen und verriegelt. In den Hauptkorridoren befinden sich Barrikaden und Feuerstellungen. Die Sicherheitskräfte patrouillieren in Trupps in der ganzen Anlage, falls sich wieder irgendwo ein sekundäres Portal öffnet, wie in Zwischenfall 1. Von der 8 sind 2 weitere MTFs unterwegs, allerdings über Land. Die haben Eintreffen in etwa einer Stunde. Eines ist eine schwere Hundertschaft, das andere ist eine gepanzerte Einheit. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die einige der neuen Servokampfanzüge. Es gibt keinen konkreten Einsatzplan, weil die Bedrohung nicht vorhergesehen wurde. Wir werden daher improvisieren. Unser Auftrag hier ist, die drohende Invasion aufzuhalten, abzuwenden und das Portal zu schließen. Der Verlust des Standorts von Personal und Inventar ist akzeptabel. Für Ersteres wird 8 Gustav mit seinen beiden Kampftrupps die Reaktionskräfte an den Panzertüren unterstützen. Unser technisch-wissenschaftlicher Trupp arbeitet in Naudis 2 an letzterer Aufgabe. Die beiden in Transfer befindlichen 8 Heer sind für das Abwenden der Invasion zuständig. 4 Karl, was werden Sie tun? Wir wären zwar an den Panzertüren sicher eine Hilfe, aber wir sind als Kommandoeinheit eher für die Gegeninvasion geeignet. Wir bleiben an der Abzweigung zu den Türen. Die Priorität ist abzuwarten, bis die anderen MTFs eintreffen. Sollten die Angreifer eine Tür öffnen oder sollte Gefahr bestehen, dass sie beide Türen öffnen, starten sie einen Gegenangriff aus einer Richtung. Lenken sie deren Aufmerksamkeit auf sich, während wir aus der anderen Richtung kommend versuchen, das Portal zu durchqueren und dort was auch immer die für eine Technik benutzen zu zerstören. Wir haben dazu Sprengladungen dabei. Sollten wir dabei in der fremden Welt eingeschlossen werden, baut uns ein Denkmal oder so. Guter Plan, machen wir so. Dann alle auf ihre Posten. Lieutenant Nowak, Sie gehen mit Trupp 2 nach rechts. Franz an Dr. Schmieder, Status? Schmiede an Franz, wir sind in Naudis 2. Die Luke wird scheinbar von Magnetschlössern zugehalten. Der Sicherheitstrupp, der schon die ganze Zeit hier oben ist, brennt seit einer halben Stunde ein Loch hinein. Das erweist sich aber durch die Betonfüllung als schwierig. Eine Zerstörung des Geräts von unten halte ich für nicht ratsam, ohne es vorher begutachtet zu haben. Verstanden, weitermachen. Während die Trupps Stellung beziehen und Captain Franz die auf dem Weg befindlichen MTFs per Funk instruiert, durchqueren erste fremde Einheiten das Portal. Der Offizier, der zuvor eine Rede gehalten hat, folgt den Einheiten. Er holt ein Mobiltelefon aus der Tasche und wählt eine Nummer. Im Kontrollraum klingelt das Telefon. Nach kurzem Zögern nimmt Dr. Wiesmann ab. Dr. Wiesmann, Standort DE3? Anrufer. Guten Tag, Doktor. Hier spricht Major Armbruster vom Waffen-SKP. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber wir sind tatsächlich in friedlicher Absicht hier. Natürlich haben Sie Einheiten hinter den Zugängen in Bereitschaft und vermutlich alles, was eine Waffe tragen kann, alarmiert. Doch bevor wir mit Feindseligkeiten beginnen, möchte ich mit Ihnen, dem Standortleiter oder jemand anderem Verantwortlichen verhandeln. Der anrufende Major Armbruster scheint Hauptmann Armbruster von Standort DE3 äußerst ähnlich zu sehen. Leutnant Yilmaz hält einen hastig beschriebenen Zettel hoch. Schinden Sie Zeit! Ich fürchte, ich bin nicht der Richtige. Ich muss mit O4 reden. Ich bin mir sicher, das müssen Sie. Allein um Ihren anrückenden Kräften Zeit zu geben. Nehmen Sie sich ruhig alle Zeit, die Sie wollen, aber vergessen Sie nicht, Sie haben uns überrascht. Das hier sind die Kräfte, die wir in der Kürze der Zeit auftreiben konnten. Doch während wir hier reden, sichert das Panzerbataillon 64 der Wehrmacht die Außenbereiche und mehrere mobilen Einsatzkräfte aus Sondereinrichtung 4 und 8 sind unterwegs. Wiesmann an O4. Sie sind drin. Deren Kommandant möchte mit Ihnen reden. O41. O41 hier, stellen Sie mich durch. Dr. Meyer leitet das Gespräch vom Telefon auf die Funkanlage um. Hier spricht O41. O41, guten Tag. Ich bin Major Armbruster des Waffen-SKP. Ich bin mit Ihrer Terminologie nicht ganz vertraut. Sie haben uns bei unserem jüngsten Kontakt ja falsche Informationen gegeben. Wären Sie so freundlich, mir kurz Ihre Funktion zu beschreiben? Ich bin der Vorsitzende des Direktorenrats der SCP Foundation in Deutschland. Sie sind Invasoren unseres Universums. Für Freundlichkeit ist es zu spät. Verstehe. Besteht die Möglichkeit, mit der höheren Instanz zu sprechen, oder ihr jede Ihrer Lokal-Foundations autonom? Sie sprechen nur mit mir. So gut. Nun, wie Sie sich sicher vorstellen können, sind wir nicht zur Forschung, Handel oder zur Festigung diplomatischer Beziehungen hier. Ja, wir werden Sie erobern, das steht außer Frage. Wir sind Ihren technologisch bei weitem überlegen. Aber wir sind keine Mörder. Wir wollen keinen Krieg. Wenn Sie sich ergeben und uns Ihren Standort ohne Gegenwehr als Ausgangsbasis nutzen lassen, kann viel Blutvergießen vermieden werden.
Mir ist klar, dass Ihnen diese Entscheidung schwer fällt, aber ich bitte Sie, die Sache pragmatisch zu betrachten. Sie haben dieses Portal geöffnet. Unsere Invasion ist unvermeidlich. Widerstand führt nur zu Leid und Tod. Ich gebe Ihnen 15 Minuten für eine Entscheidung. Major Armbruster legt auf und gibt Befehle an seine Einheiten. Diese beginnen mit dem Aufbau mobiler Barrikaden und Feuerstellungen. Die MTFs sind noch 30 Minuten entfernt. O41 an alle Kräfte in Standort DE3. Sie stehen nun vor der vermutlich wichtigsten Aufgabe ihres Lebens, ein K-Klasse-Invasionsszenario aufzuhalten. Sie sind unsere erste und vielleicht letzte Bastion gegen einen überlegenen Feind. Halten Sie aus, bis Verstärkung eintrifft und schlagen Sie mit dieser die Angreifer zurück. Der O4-Rat und ich legen all unsere Hoffnungen in Sie. O41 unterrichtet O5. Dieser beschließt in einem Eilverfahren unter Konsultation des Ethikkomitees eine Frühfassung von Protokoll Ragnarök als letztes Mittel, lässt die Vorbereitungen dafür treffen und weist O4 an, sämtliche in der Nähe befindlichen Standorte abzuriegeln und deren MTFs zu mobilisieren. Das Team von Dr. Schmieder in Raum SA2 hat mittlerweile die Luke öffnen können und das Team sowie die Platz Ing. Greitencourt untersuchen SCP-028-DEB, das sich derzeit in einer Art Standby-Modus befindet und keine Strahlung abgibt. Es folgen die Ereignisse nach dem Ablauf des Ultimatums von Major Armbruster. Major Armbruster gibt einige Befehle, woraufhin jeweils ein Trupp beginnt, auf den Panzertüren eine Art Knetmasse in Form eines großen Rechtecks anzubringen. Es wird angenommen, dass es sich um Schneidladungen handelt. LT Yilmaz. Leutnant Yilmaz an 8 Gustav. Sieht so aus, als bereiteten die den Durchbruch an beiden Panzertüren vor. CPT Friends. Verstanden, wir öffnen die linke Tür. 4 Karl geht nach rechts. Auf mein Kommando stürmt Trupp 2 den Raum. Sie folgen, flankieren und gehen durch das Portal. Alle Kräfte, Feuerbereitschaft herstellen. Unterstützung circa in T13 Minuten. Die Reaktionskräfte gehen in Stellung, die Panzertür öffnet sich langsam. Die Truppen des SKP befinden sich in Deckung. Vom Kontrollraum aus ist zu sehen, wie ein Soldat hinter einer Deckung einen Raketenwerfer schultert. Yilmaz an 8 Gustav. Raketenwerfer in der Mitte der Stellung. Verstanden, Granatwerfer, Sprengsplittersalve auf mittlere Stellung vorbereiten. Die Panzertür hat sich nun beinahe so weit geöffnet, dass ein Feuern möglich wäre. Die Truppen des SKP befinden sich noch in Deckung, der Soldat mit dem Raketenwerfer wechselt die Position. Raketenwerfer wechselt Stellung nach links, von Ihnen aus gesehen. Major Armbruster winkt einen scheinbar mit einem DMR-1 ausgerüsteten Soldaten zu sich und deutet auf Leutnant Yilmaz hinter der Panzerglasscheibe des Kontrollraums, der davon nichts mitbekommt. Der Soldat legt sein Gewehr auf einer Kiste auf und zielt auf Leutnant Yilmaz. Major Armbruster spricht in sein Funkgerät, der Soldat mit dem Raketenwerfer wechselt erneut die Position. Leutnant Yilmaz hebt die Sprechmuschel, der Scharfschütze gibt einen Schuss ab, welcher das Panzerglas durchschlägt und in Yilmaz' Kopf explodiert. Der Soldat mit dem Raketenwerfer verlässt die Deckung und feuert die Rakete ab, die Reaktionskräfte eröffnen das Feuer auf die Stellung mit Gewehrgranaten. Die Rakete explodiert in der Luft hinter der ersten Stellung der Reaktionskräfte in einen Splitterhagel. Ein Großteil der dort befindlichen Kräfte und die Hälfte des Trupps 1 von MTFDE-8G werden getötet oder verwundet. Die Gewehrgranaten explodieren an oder hinter der Stellung, richten an der Barrikade aber kaum Schaden an. Den Splittern der hinter der Barrikade explodierten Granaten fallen einige Angreifer zum Opfer. Die Splitter scheinen deren Körperpanzerung jedoch nicht durchdringen zu können. Auf Granaten wechseln, Unterdrückungsfeuer mit MG. Während 2 Sanitäter durch die Stellungen nach vorne robben, um den Verwundeten zu Hilfe zu kommen, bringen 2 MG-Schützen ihre MG5 in Stellung und halten sich feuerbereit. Der Raketenwerferschütze hat nachgeladen und die Stellung gewechselt. Auf eine Geste Major Armbrusters hin, feuern mehrere der Angreifer ungezielt über ihre Deckung. Der Raketenwerferschütze verlässt seine Deckung und wird sofort von den MGs unter Feuer genommen, kann jedoch eine zweite Rakete abfeuern, bevor er getroffen zu Boden sinkt. Die Rakete schlägt kurz vor der zweiten Stellung in die Betondecke des Korridors ein und kann ihre Splitter bei weitem nicht so stark verteilen wie die erste. Dennoch werden die Sanitäter, die sich bereits in der ersten Stellung befinden, und die Überlebenden des ersten Angriffs getötet und weitere verwundet. Granatenfeuer. Die hochexplosiven Gewehrgranaten haben eine deutlich größere Wirkung auf die Barrikade der Angreifer als die Splittergranaten. Ein Teil der Barrikade stürzt um und begräbt einige Soldaten unter sich. Andere werden augenscheinlich von der Druckwelle verletzt. Mai Armbruster. Unterdrückungsfeuer, Flanken nach vorne.
Während ein Teil der Angreifer aus der Deckung gezielt Unterdrückungsfeuer abgibt und einen der MG-Schützen tötet, stürmen die Soldaten in den Flanken der Barrikade nach vorn und nehmen Stellung links und rechts des offenstehenden Einganges. Major Armbruster geht geradewegs um die Barrikade herum vor die erste Verteidigungsstellung. Auf eine Geste hin stellen die Angreifer das Feuer ein und begeben sich wieder in ihre Deckung. Wir erhalten eine letzte Chance. Ich will wirklich kein Blut vergießen und ich kann verstehen, dass sie nicht aufgeben werden. Sie fürchten den Verlust ihrer Lebensweise. Sie fürchten, dass wir ihnen eine Welt voller Krieg, Unterdrückung und Leid bescheren. Aber glauben Sie wirklich, es ist so schlecht bei uns? Im Gegensatz zu ihnen herrscht bei uns seit dem Ende des Krieges in den 50ern Frieden. Keine lokalen Konflikte, die von Großmächten zu einem regionalen Bürgerkrieg eskaliert werden. Kein Kapitalismus, kein Kommunismus. Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssysteme, die nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich sozial sind. Keine Arbeitslosigkeit, keine Seuchen, nur Friede und Wohlstand für alle. Wir wollen sie nicht erobern, wir wollen sie befreien. Vom Joch ihrer kapitalelitären Unterdrücker. Wenn sie jetzt die Waffen niederlegen, schwöre ich Ihnen, keiner von ihnen wird verletzt. Captain Franz erhebt sich ruckartig und feuert aus seinem Sturmgewehr eine Salve auf Major Armbruster ab. Die Kugeln prallen an einem plötzlich aufblitzenden kugelförmigen Energiefeld, das diesen umgibt, ab und treffen Franz in Kopf und Oberkörper, woraufhin er tot zusammensackt. Wie Sie meinen, zu seinen Truppen tötet sie. Lieutenant Nowak, der über die Squad-Kamera das Geschehen beobachtet hat, hat seinerseits Schneidladungen an der rechten Panzertür anbringen lassen. Trupp 2 von MTF-DE-8G steht mit einem Teil der Reaktionskräfte und MTF-DE-4K zum Stürmen bereit. LT Nowak. Sprengung! Jetzt! Die Schneidladungen explodieren und stanzen einen sauberen Spalt in die Panzertür. Durch eine schräge Anordnung der Ladungen rutscht die Tür ein Stück nach unten und fällt mit einem Krachen in den Raum. Die bereitstehenden Kräfte stürmen den Raum und eröffnen das Feuer auf die neben dem anderen Eingang in Stellung gegangenen Angreifer und werfen Handgranaten hinter die ihnen zugewandte Barrikade. Der Sergeant, der die Überreste von Trupp 1 übernommen hat, befiehlt seinerseits, ungezielt Handgranaten in den Raum zu werfen. Die Angreifer zerstreuen sich kurz, um sich neu zu sammeln. Major Armbruster brüllt Befehle, während alle auf ihn abgefeuerten Projektile von seinem Schild in die Richtung abprallen, aus der sie gekommen sind. MTF-DE-4K nutzt das Chaos und stürmt durch das Portal, was von Major Armbruster zwar bemerkt, aber scheinbar ignoriert wird. Die besser bewaffneten und gepanzerten Angreifer haben den anstürmenden Trupp 2 von MTF-DE-8G und die Reaktionskräfte schnell zum Halten gebracht und getötet oder verwundet. Die Angreifer rücken zu den nächsten Panzertüren vor und beginnen Schneidladungen anzubringen. Ein Teil der Angreifer verbleibt in Raum Arklis. Sicherheitskräfte aus dem ganzen Standort werden nun in die Hauptkorridore gelenkt, um den verbleibenden Widerstand zu unterstützen. Sämtliche Nebenbereiche werden abgeriegelt. Verbleibende Zeit bis zum Eintreffen der Verstärkung: circa 7 Minuten. Es folgt eine Transkription der Aufnahmen von MTF-DE-4K aus dem Universum U-3378-DE. Nach dem Durchschreiten des Portals hat der Funktechniker des MTF einen unscheinbaren Sender fallen gelassen, welcher live die Aufnahmen aller Körperkameras sowie den Funk in Breitband-Infrarotsignale übersetzt und durch das Portal sendet. Alle Kameras in Raum 1 sind in der Lage, diese Signale zu empfangen und an die zentrale Speichereinheit weiterzuleiten. Das MTF hat U-3378-DE ohne Verluste erreicht. Der dortige Raum A ist nicht weiß, sondern blassgrün gestrichen. An der Wand gegenüber dem Kontrollraum ist das Symbol des SKAKP aufgemalt. Über dem Kontrollraum eine modernere Version des Reichsadlers mit Hakenkreuz. Das Portal ist von einem kugelförmigen Rahmen von circa Durchmesser 20 Metern umgeben, an welchem sich eine große Zahl an nicht identifizierten Geräten befindet. Die Panzertüren des Raumes sind verschlossen. Durch die Scheibe des Kontrollraumes ist eine Person zu sehen, die Dr. Wiesmann ähnelt. In dem Raum befinden sich mehrere Personen in hellgrauen Overalls, die scheinbar dem technischen Personal zuzuordnen sind. MTF-DE-4K eröffnet sofort das Feuer und tötet die Anwesenden. CPT Rüberg. Was ist das für ein Gestell? Ein Portalgenerator. MTF-DE-4K4. Gute Frage. Ich fürchte, das lässt sich nur auf eine Weise rausfinden. MTF-DE-4K4, der Techniker des Teams, holt einen Akkuschrauber aus seinem Rucksack, löst die Schrauben eines der Geräte, reißt das Kabel heraus und wirft es durch das Portal. Dr. Wiesmann. Benimmt man sich so als Gäste? MTF-DE-4K4 macht eine wüste Geste Richtung Kontrollraum. MTF-DE-4K7
Der Sprengmeister des Teams und MTF-DE 4K8 beginnen, an verschiedenen Stellen des Gestells Sprengladungen anzubringen und mit einem Funkzünder zu verbinden. Währenddessen öffnet sich eine der Panzertüren OE wesentlich schneller als die an Standort DE3 und eine Gruppe Bewaffneter stürmt heraus. Beide eröffnen sofort das Feuer aufeinander. Dank ihrer elitären Ausbildung kann MTF-DE 4K die Verteidiger schnell ausschalten, jedoch nicht ohne Verluste zu erleiden. Darunter Sprengmeister MTF-DE 4K7, CPT. Rüberg lässt den Zünder bei dem Gestell liegen, damit möglicherweise nachrückende eigene Truppen ihn nicht suchen müssen, und dringt durch die geöffnete Panzertür in den Standort ein. Sie stoßen auf geringen Widerstand. Die Angreifer unter dem Kommando von Major Armbruster scheinen Reaktionskräfte des Standorts gewesen zu sein, während die verbleibenden, schlechter ausgerüsteten, normales Sicherheitspersonal zu sein scheinen. Sie erreichen schnell den Kontrollraum, der zwar mit einem Codeschloss gesichert ist, der Code ist jedoch der gleiche wie in ihrem Universum. Ohne zu zögern terminiert MTF-DE 4K die anwesenden Sicherheitskräfte Dr. Wiesmann, Dr. Meyer, Dieplatz, Ing, Greitenkort sowie LT Yilmaz, der im Gegensatz zu den anderen Kräften keine hellgraue, sondern eine sandfarbene Uniform trägt, mit den Hoheitszeichen des Osmanischen Reiches. MTF-DE 4K2. Alter, schon krass, dass die hier genau die gleichen Leute haben. Meint ihr, wir begegnen uns hier selber? Da würde ich gerne drauf verzichten. Sagt dir das Kontrollpult was? Nein. Die Pisser haben es gesperrt, bevor wir sie erschossen haben. Keine Zeit, nach Passwörtern zu suchen. Dann bringt eine Ladung an und wir gehen weiter nach Naudis Zweit. MTF-DE 4K8 bringt eine Sprengladung am Kontrollpult an und verbindet sie mit einem zweiten Zünder. Das MTF rückt nach Naudis 2 vor und tötet die Wachen. MTF-DE 4K3. Kacke, Mann, die Luke hier ist verschlossen, so wie bei uns. Dann platziert hier den Rest der Sprengladungen, vielleicht reicht's. MTF-DE 4K8 bringt die restlichen 3 Sprengladungen an und verbindet sie mit dem Zünder. Nichts wie raus hier, zurück zu Raum Fehu, dann jagen wir die Hütte in die Luft. Auf dem Rückweg begegnet MTF-DE 4K einer großen Gruppe Soldaten, scheinbar ein Teil der Verstärkung. Sie ziehen sich in einen Nebengang zurück und während der Großteil der Truppen nach Raum 1 vorrückt, bleibt eine Gruppe stehen und folgt ihnen in den Gang. Rüberg aus U3378.de. Da sind sie, 4K folgen, zu MTF-DE 4K. Wir sind Meg 4K, lasst uns reden, bevor wir uns gegenseitig erschießen. Im Ernst, über was wollt ihr denn reden? Du wirst es nicht glauben, aber auch hier begegnet man sich selbst aus einem anderen Universum nicht alle Tage. Und wie ich sehe, hast du auch die Narbe von SKP. SCP, nur auf der anderen Seite. Willst du mich verarschen, Mann? Ihr dringt als Eroberer in unser Universum ein und du kommst mit romantischem Scheiß von wegen, oh, ich begegne mir selbst aus einer anderen Welt. Ich muss quatschen, statt zu schießen. Fick dich, Mann. CPT. Rüberg reißt seine Waffe hoch und erschießt sein Äquivalent durch das geöffnete Visier seines Helms. MTF-DE 4K und MEK 4K eröffnen das Feuer aufeinander. Dank der gegnerischen zahlenmäßigen und ausrüstungstechnischen Überlegenheit wird MTF-DE 4K ausgelöscht, MEK 4K erleidet keine weiteren Verluste. Durch die Kamera des am Boden liegenden MTF-DE 4K2 ist zu sehen, wie ein Trupp in Servokampfanzügen an dem Durchgang vorbeimarschiert, in Richtung Raum A. Etwa zum Zeitpunkt, als MTF-DE 4K den Kontrollraum in U3378.de betritt, trifft die Verstärkung in Form von MTF-DE 8B und -C ein. MTF-DE 8B ist eine schwere Infanterieeinheit zu etwa 100 Mann, mit Körperpanzerung und Trupps mit ballistischen Schilden. MTF-DE 8C ist eine gepanzerte Einheit, welche mit 3 Panzerfahrzeugen mit Maschinenkanonen, einem LKW mit auf der Ladefläche versteckter 105 mm Kanone sowie einem Trupp mit 6 gerade neu eingeführten Servokampfanzügen und dessen Versorgungstrupp und unterstützender schwerer Infanterie. Es folgt ein Transkript der Aufzeichnungen aus dem Raum War 2, in welchem sich der technisch-wissenschaftliche Trupp von MTF-DE 8G zum Zeitpunkt des Ablaufs des Ultimatums von Major Armbruster, 15 Minuten vor Eintreffen der Verstärkung. In Raum War 2 befindet sich der technisch-wissenschaftliche Trupp von MTF-DE 8G unter Führung von Dr. Schmieder, Dieplatz, Ing, Greitenkort sowie ein Trupp des Sicherheitspersonals von Standort DE3. Der Trupp hat die Luke im Boden geöffnet und Dr. Schmieder, Dieplatz, Ing, Greitenkort sowie 2 Mitglieder des TW-Trupps haben den niedrigen Raum im Boden betreten und studieren SCP-028 DEB. Gretenkort.
Und, haben Sie schon eine Ahnung, was das für ein Gerät ist, Dr. Reality? Dr. Schmieder. Was fällt Ihnen denn bitte ein? Entschuldigung, Dr. Schmieder. Na, geht doch, oi. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, die habe ich. Ihre ursprüngliche Vermutung, es handle sich um eine Art frühen Scranton-Realitätsanker, ist grundsätzlich korrekt, es arbeitet im Kern wie ein SRA. Um es kurz zu machen, es gibt ein Maß für Realität, Hume. Die Realität beträgt in der Regel 1,2 hm. Je mehr Hume, desto stabiler ist die Realität. Die Fähigkeiten von Realitätsbeugern basieren in der Regel darauf, das Maß der Realität ihrer selbst oder ihrer Umgebung zu verändern und die Realität nach ihrem Willen zu beugen. SRAs sind Maschinen, die aus toten oder leeren Universen Realität entfernen oder hinzufügen, um ein Feld mit stabiler Realität zu erzeugen, üblicherweise 2 hm. Dieses Gerät hier arbeitet ähnlich, nur dass es gleichzeitig ein interrealer Sender ist. Die Kuppel ist scheinbar die Abdeckung eines Parabolspiegels, mit dem das Gerät seine Wirkung auf einen Punkt fokussiert. Aus Raum Andai ist Gefechtslärm zu hören. Gut, aber haben Sie eine Idee, ob wir es nutzen können? Das kommt darauf an, ob meine Vermutung, wie es funktioniert, richtig ist. Ich vermute, dass es einen Suchlauf nach der richtigen Frequenz startet, weshalb es das ganze elektromagnetische Frequenzband abgegangen ist. Damit es intrareal senden kann, hat es vermutlich an einem festgelegten Punkt eine minimal kleine Zone extrem geringer Realität erzeugt, durch welche die Strahlung unser Universum verlassen und in andere Universen eindringen kann, die in Sendereichweite ebenfalls einen Punkt extrem niedriger Realität aufweisen und möglicherweise eine Kommunikation aufzubauen. Ich nehme an, dass es ursprünglich mit dem Zweck gebaut wurde, ziellos in den ultrarealen Raum zu senden, so wie wir ziellos ins All senden, um zu sehen, ob jemand antwortet. Vermutlich ist in dem Universum, die dort unten offen steht, das gleiche Gerät gebaut worden und noch in Betrieb gewesen. Sie wussten, dass es uns gibt und haben vielleicht einfach darauf gewartet, bis wir senden. Dann haben sie ein Signal zurückgeschickt. Und dieses Gerät hat, synchron mit dem dortigen Gerät, die Zone geringer Realität vergrößert. Sie müssen dort noch eine andere Apparatur haben, die diese minderreale Zone zu einem Portal stabilisiert. Denken Sie, dieses Gerät kann auch Realität erhöhen statt senken? Ja, das denke ich. Und ich denke auch, dass das unsere einzige Chance ist, das hier zu beenden. Und angesichts dessen, dass diese alte Anlage über kein digitales Steuergerät verfügt, müsste es dazu ausreichen, ein paar Drähte umzuklemmen. Es dauert etwa 20 Minuten, die Modifikationen vorzunehmen. Die Verstärkungen auf beiden Seiten sind bereits eingetroffen und liefern einander erbitterte Gefechte. Das SKP setzt seine Servokampfanzüge zur Sicherung von Raum A ein, während die Foundation mit den ihren die vorangehenden Truppen, die mit ballistischen Schilden eine bewegliche Barrikade in den Korridoren bilden, mit schweren Waffen unterstützt. Dank der nanobeschichteten Panzerung der Servokampfanzüge sind diese gegen Beschuss mit Projektil- und Energiewaffen extrem gut geschützt. Als die Truppen des SKP in Raum A zurückgedrängt werden, beginnt ein für die Infanterie sehr verlustreiches Gefecht zwischen den Trupps in Servokampfanzügen, die einander ebenbürtig scheinen. Aus SCP-028 DEC drängen weitere Truppen des SKP, während Truppen der Foundation aus den Korridoren nachrücken. Weitere MTFs und Reaktionskräfte aus umliegenden Standorten befinden sich auf dem Weg nach Standort -DE3. Die Frühfassung von Protokoll Ragnarök ist ausführbereit. Hier, Dr. Schmieder des MTF-DE 8 Gustav an Einsatzleitung. Kommen! Einsatzleitstand. Hier Major Peters, Einsatzleitung. Sie sind der Realitätsexperte, richtig? Richtig. Major, ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, das Portal zu destabilisieren. Aber es muss dort eine Maschine oder ein Gerät auf der anderen Seite geben, die das Portal offen halten. Lassen Sie Ihre Truppen nach sowas suchen und zerstören Sie es. Da gibt es tatsächlich was, eine Art Gestell um das Portal. Meinen Sie sowas? Schwer zu sagen, ohne es gesehen zu haben. Aber in Ermangelung von Optionen würde ich sagen, ja. Lassen Sie das zerstören. Aus der Übertragung von MTF-DE 4K ist bekannt, dass an dem genannten Gestell bereits Sprengladungen angebracht sind und der Zünder womöglich noch immer dort liegt. Der Servokampftrupp erhält den Befehl, den Zünder zu bergen, die Sprengung ohne Zünder auszulösen oder die Geräte mit ihren Waffen zu zerstören. Dem Servokampftrupp gelingt es, das Portal zu durchqueren, woraufhin ihm der Servokampftrupp des SKP folgt. Der Zünder ist unauffindbar.
und die Sprengladungen wurden entfernt, befinden sich aber noch in einer Kiste im Raum. Es gelingt den Truppen der Foundation, die Kiste mit den Sprengladungen in die Raummitte zu befördern und mit gezielten Schüssen zur Explosion zu bringen. Die Maschinerie um SCP-028-DEC wird beschädigt und bricht in sich zusammen, das Portal kollabiert jedoch nicht, sondern platzt und dehnt sich blitzartig auf ca. 50 Meter Durchmesser aus. Dabei scheint es keine definierte Hülle zu geben, es scheint graduell auszulaufen. Innerhalb der betroffenen Zone scheint die Realität unbestimmt zu sein. Personal berichtet, dass in diesem Zustand beide Universen abwechselnd wahrgenommen werden und dass sich die Wahrnehmung nach jedem Blinzeln und jeder schnelleren Drehung ändern kann. Alle Personen im Einflussbereich erscheinen in beiden Universen zugleich und sind auf allen Kameras, es konnten einige Live-Bilder von Kameras des SKP aufgezeichnet werden, zu sehen. Es scheint jedoch jedes unbelebte Objekt in seinem Universum zu bleiben. Elektromagnetische Signale scheinen in beiden Universen zu existieren. In Raum SWA 2 erscheinen Wachleute des SKP, diese werden von den Anwesenden kampfunfähig gemacht. Überall in den Korridoren erscheint Personal des SKP, es entbrennen heftige Kämpfe. Was zum Geier euer, wo kommt das Schaltpult her? Dr. Schmieders Schulterkamera befindet sich im Normalraum und zeigt kein Schaltpult. Was für ein Schaltpult? Moment, Sie sehen dort kein Schaltpult? Nein. Doktor, was ist hier los? Und wo kamen die gerade her? Sie fragen mich Sachen, Euwen. Wenn ich den Knall gerade richtig deute, haben die MTFs etwas gesprengt und ich würde annehmen, dass es das Portal stabilisierende Einrichtung war. Ich kenne die Funktionsweise der Anlage nicht, aber ich würde sagen, wir befinden uns innerhalb des Portals. Ohne die Stabilisierung scheinen beide Universen zugleich zu existieren. Uns droht damit eine bisher nur in der Theorie behandelte Universenkonjunktion, eine Verschmelzung mehrerer Universen zu einem und damit einen dauerhaften Übergang. Oder ein Loch, das beide Universen verschlingt. Beides gilt es zu verhindern, daher schlage ich vor, wir schalten das Gerät ein und hoffen, dass es die Realität wiederherstellt. Dr. Schmieder fährt SCP-028-DEB hoch. Es beginnt mit dem Suchlauf. Schmieder an Einsatzleitung, rate dringend zum Schutz des Gerätes in Naudis 2 mit allerhöchster Priorität. Und niemand soll die Anomalie verlassen. Wiederhole. Anomalie nicht verlassen. Einsatzleitung verstanden. Bleiben Sie da und halten Sie die Stellung. Während nicht benötigte Truppen abgezogen und teilweise zum Schutz von Raum UNC-2 abgestellt werden, verwickeln die verbleibenden schweren und gepanzerten Einheiten in Raum UNC-Truppen des SKP in ein Stellungsgefecht, auch um diese von der Kuppel abzulenken. Major Armbruster des SKP wurde inzwischen mithilfe eines Sonderkampfanzugs im Nahkampf getötet. SCP-028-DEB durchläuft den Bereich des sichtbaren Lichts und erreicht eine harte Röntgenstrahlung, auf die es sich fokussiert. Scheinbar antwortet sein Äquivalent aus U-3378-DE, SCP-028-DEB1 automatisch. Und während dieses das Maß an Realität senkt, erhöht das diesseitige SCP-028-DEB die Realität. Das Ungleichgewicht scheint sich negativ auf Universum U-3378-DE auszuwirken. Denn auch von dort abgefangenen Kameraaufnahmen zeigen eine weitere Ausdehnung der Anomalie, während sie diesseitig schrumpft. Die Ausdehnung der Anomalie scheint jedoch von Sicherheitssystemen erkannt zu werden, denn SCP-028-DEB1 wird offenbar umgeschaltet und stabilisiert nun ebenfalls die Realität, andernfalls wäre es vermutlich zu einem Realitätsbruch in U-3378-DE gekommen. Dr. Schmieder an alle Einheiten. Die Anomalie schließt sich. Stellen Sie das Feuer ein und tun Sie, was ich sage, wenn Sie nicht im falschen Universum eingeschlossen werden wollen. Die Einheiten beider Seiten stellen zögerlich das Feuer ein und begeben sich in Deckung. Im Einsatzleitstand wird beschlossen, nicht einzugreifen. Sie haben sicher festgestellt, dass Sie mal dieses und mal jenes Universum wahrnehmen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass das meine Theorie funktioniert, aber eine bessere habe ich nicht. Ich nehme an, dass Sie sich stets in dem Universum befinden, das Sie gerade sehen. Das würde zumindest die Funktionsweise eines räumlichen Portals erklären. Wenn sich nun die Grenze der Anomalie über Sie hinweg bewegt, blinzeln Sie vorher so lange, bis Sie das gewünschte Universum sehen. Halten Sie die Augen so lange offen wie möglich und vermeiden Sie jede Bewegung. Die Grenze der Anomalie ist fließend, Sie werden nicht bemerken, wenn Sie durch sind. Wenn Sie es schaffen, genau im falschen Moment zu blinzeln, kann das für Sie weitaus fatalere Folgen haben, als Q-in-Uhr im falschen Universum zu landen. Unendliche Agonie im Nichts zwischen den Welten. Die Anomalie schrumpft langsam und scheint sich schließlich zu schließen.
Den meisten in der Anomalie befindlichen Kräfte beider Seiten gelang es, in ihr Universum zurückzukehren, es blieben jedoch Mitglieder des SKP zurück und wurden zur eingehenden Befragung festgenommen. Die Foundation verlor ebenfalls Mitglieder in U3378DE. Diese gelten als im Einsatz vermisst. Personal, dessen Äquivalent aus U3378DE in unserem Universum zurückblieb, wurde entsprechend amnesiziert, um Kontaktaufnahmeversuche zu unterbinden. Die bei gefallenen Kräften des SKP gefundene Ausrüstung wurde eingehend untersucht. Die meisten militärischen Ausrüstungsstücke sowie die Servokampfanzüge stammten von der Firma Richter und Thiel Industriegesellschaft MBH. Dem Namen und Logo zufolge offenbar ein Äquivalent der hiesigen Interessengruppe Raptor Tech Industries. Noch am selben Tag wurden die ersten Scranton-Realitätsanker aus den USA eingeflogen und in Betrieb genommen. SCP-028-DEB wurde analysiert, es konnten jedoch keine neuen Technologien davon abgeleitet werden. Es wurde ausgebaut und befindet sich an Standort DE zur Aufbewahrung. Das Gerät, welches von MTF-DE4K von dem Gestell um SCP-028-DEC abgetrennt und durch dieses hindurchgeworfen wurde, gehört Analysen zufolge zu einem Cluster an Scranton-Realitätsbojen ähnelnden Emittern, die ein kugelförmiges Feld erzeugen, um SCP-028-DEC zu stabilisieren. Sie komprimieren das Portal, bis es eine stabile Kugelform mit einer festen Außenhaut annimmt, wie ein Gas, das durch Druck verflüssigt wird. SCP-028-DEC ist zwar geschlossen, aber nicht verschwunden. Es existiert noch immer eine wenige Pikometer große Anomalie extrem niedriger Realität, durch welche seit etwa 6 Monaten nach Zwischenfall 028 den I2 permanent sehr schwache Röntgenstrahlung dringt. Es ist derzeit nicht bekannt, ob und wie die Anomalie gänzlich geschlossen werden kann. Auf Basis der aus Aufnahmen und erbeuteten Dokumenten gewonnenen Erkenntnisse wurden die derzeit gültigen Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet. Anmerkung: Da in U3378DE das SKP noch existiert, können wir davon ausgehen, dass in diesem Universum die Nazis gewonnen haben. Und offenbar genügt ihnen ihr Universum nicht, sondern sie meinen wohl, uns mit ihrer Präsenz beglücken zu müssen. Ich muss ihnen nicht erklären, warum wir das nicht wollen. Dieses Portal, das sie zu öffnen versuchen, ist nicht einfach nur ein Übergang von hier nach dort. Es ist ein Anker. Ein Anker, den sie von ihrer Welt in unsere werfen. Wenn ihnen das gelingen sollte, bekämen sie eine stabile, mit unserem Wissen irreversible Verbindung, groß genug, dass Truppen, Panzer und anderes Kriegsgerät hindurchpassen. Und wir könnten nichts dagegen tun. Wir wissen, dass sie uns technisch weit überlegen sind. Und wir wissen, dass sie Anomalien so selbstverständlich nutzen wie wir Socken und Unterhosen. Sie sind nicht irgendwelche außerirdischen Invasoren aus einem schlechten Film, die wir mit menschlichen Unzulänglichkeiten austricksen können. Sie sind Menschen wie wir, nur besser. Das Einzige, das wir tun können, ist sie daran zu hindern, dieses Portal ganz zu öffnen. Gelingt uns das nicht, wird O5 zum Äußersten greifen. Sie und ich wissen, dass wir das nicht überleben würden. Direktor von Standort DE3. Protokoll Mjölnir. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. In der Haupthalle, Raum A, befindet sich eine zweiteilige fahrbare Plattform mit einer Fläche von je 6 x 4 Metern, die an den langen Seiten elektromagnetisch miteinander verbunden sind, sodass sie eine Fläche von 6 x 8 Metern ergeben. Die der Raummitte zugewandte vordere Fläche wird im Folgenden als Plattform 1, die hintere als Plattform 2 bezeichnet. Beide Plattformen und ihre Aufbauten sind gegen Beschuss bis Sprenggranaten Kaliber 40 mm gepanzert. Plattform 1 hat keinen eigenen Antrieb und die Räder werden automatisch blockiert, wenn die Plattform abgekoppelt wird. Auf Plattform 1 befindet sich ein Impuls-Humemitter IHE 1205 mit einer Leistung von 120 Hm pro Impuls und einer Frequenz von 0,5 Hertz. Er wird von einem Fusionsakkumulator betrieben, der genügend Energie für 10 Impulse speichern kann und permanent voll aufgeladen gehalten wird. Plattform 2 beinhaltet die Antriebseinheit der Plattformen und die Steuerungselektronik sowie einen gepanzerten Unterstand mit Schießscharten und in Kugelblenden lafettierten Maschinengranatwerfern. Auf dieser Plattform befinden sich in möglichst gleichmäßiger Anordnung 8 SRAs. Alle SRAs in Raum A sind im Normalzustand ausgeschaltet und werden täglich nacheinander im Testmodus hochgefahren. Der Zündmechanismus des IHE befindet sich in Besitz des Standortleiters. Die Elektronik des IHE sowie die der Plattformen werden ebenfalls täglich auf Funktion getestet. Alle Schäden und Fehlfunktionen sind mit höchster Priorität augenblicklich zu beheben. Vorbereitung des Protokolls Mjölnir.
Wird Codewort Heimdall übermittelt, wird die gesamte oben beschriebene Einrichtung in den Bereitschaftsmodus versetzt und die 36 SRAs um SCP-028-DEC auf Normalbetrieb hochgefahren. Der Leiter der Anlage übergibt den Zünder dem zuständigen Realitätsexperten, der ihn in den IHE einsetzt. Die Reaktionskräfte nehmen den mimetischen Wirkstoff W04178A ein. W04178A ist ein mimetisch aktives Methamphetamin, das neben den üblichen Wirkungen die Fähigkeit, Furcht zu empfinden, unterdrückt und den Gehorsam erhöht. Bemannen Plattform 2 und stellen Feuerbereitschaft her. Alles nicht benötigte Personal wird aus Raum-ON abgezogen und die Panzertüren verriegelt. Durchführung des Protokolls Mjölnir. Dieses Protokoll muss exakt in der unten beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Erste. Die Reaktionskräfte erhalten den Befehl, auf alle feindlichen Kräfte zu feuern. Die Granatwerfer haben keine Feuerfreigabe, außer es ist zwingend notwendig, um das Protokoll durchzuführen. Zweite. Die 36 SRAs um SCP-028-DEC werden auf 80% Leistung gedrosselt. Dritte. Die kombinierte Plattform fährt durch SCP-028-DEC und danach 10 Meter weiter. Vierte. Sobald SCP-028-DEC durchquert ist, feuern die Reaktionskräfte mit den Granatwerfern auf die SCP-028-DED. Fünfte. Hat die Plattform ihren Zielpunkt erreicht, wird Plattform 1 abgekoppelt. Sechste. Plattform 2 fährt mit Höchstgeschwindigkeit rückwärts durch SCP-028-DEC. Siebte. Sobald Plattform 2 SCP-028-DEC verlassen hat, gibt sie automatisch an Plattform 1 mittels Infrarotscheinwerfer ein Signal. Achte. Die 36 SRAs um SCP-028-DEC werden auf 100% Leistung hochgefahren. 9. Exakt 2 Sekunden nachdem Plattform 2 das Signal gegeben hat, fährt Plattform 2 ihre SRAs im Schnellstartverfahren auf 200% der Nennleistung hoch. SCP-028-DEC wird den Berechnungen zufolge dabei mit einer Wahrscheinlichkeit von 82% geschlossen. 10. Eine halbe Sekunde nachdem SCP-028-DEC geschlossen ist, wird der IHE 1205 gezündet. Infolgedessen wird U38378-DE in einem Umkreis von etwa 8 Kilometern auf bis zu 1200 überladen, wodurch sie erstarrt und instabil wird. Ist SCP-028-DEC entgegen der Messung nicht geschlossen, tritt der Effekt auch hier auf, durch die SRAs jedoch nur in einem Bereich von 3 Kilometern um SCP-028-DE. Schafft es Plattform 2 nicht binnen 60 Sekunden, nachdem sie SCP-028-DEC durchquert hat, dies wieder zu verlassen, tritt Punkt 8 dennoch in Kraft und Plattform 2 wird in U3378-DE eingeschlossen. Daher ist es den Reaktionskräften gestattet, ab Sekunde 45 Plattform 2 zu verlassen und zu Fuß zurückzukehren. Gelingt es nicht, den IHE 1205 zu zünden, wird er vorher zerstört oder hat er nicht die erhoffte Wirkung, wird Protokoll Ragnarök durchgeführt. Protokoll Ragnarök. Obwohl Sie befugt sind, in das Folgende Einsicht zu nehmen, rate ich Ihnen davon abzusehen. Nicht alles, was wir wissen dürfen, sollten wir auch wissen. Sie wären sicher froh, bestimmte Dinge nicht zu wissen, weil es uns Angst macht, die uns davon abhält, die richtigen Entscheidungen zu treffen und weil wir Bedenken bekommen. Bedenken darüber, ob das wirklich das Richtige ist, ob wir es aus ethischer Sicht verantworten wollen. Nicht, dass wir eine Wahl hätten. Solche Protokolle sind wohl durchdacht, mit der Ethikkommission und O5 abgesprochen und das letzte Mittel, das wir haben. Wenn wir zögern, werden wir nicht mehr erleben, wie SCP-2000 oder ein anderes Taumil-SCP die Scherben unserer Welt zusammenfegt. OV-1. Protokoll Ragnarök ist das letzte Mittel, um ein K-Invasionsszenario zu verhindern. Unter dem Deckmantel der nuklearen Teilhabe nehmen die Armeen zahlreicher mit den USA verbündeter Länder, in der Annahme, es handle sich um ein Mittel zur Abschreckung im Kalten Krieg, an einem foundationsweiten Projekt teil, mit dem in Ländern, in denen die Stationierung von Nuklearwaffen in Standorten erschwert ist, deren Einsatz als letzter Ausweg ermöglicht wird.
In Deutschland ist das Takt LWG 33 im Fliegerhorst Büchel das einzige, das noch in der nuklearen Teilhabe teilnimmt. Das Foundation-Programm Geschwader 33 macht sich dieses Luftwaffengeschwader durch eingebettete Agenten zunutze. Auf das Codewort Heimdall hin belädt das Takt LWG 33 4 flugbereite Maschinen mit je einer taktischen Atombombe B-6111, die als Bunkerbrecher konzipiert ist, und fliegt in eine Warteposition über SCP-028-DE. Wird die Ausführung von Ragnarök befohlen, werfen alle Bomber ihre Bombe über SCP-028-DE ab. Die Zahl der unmittelbaren Todesopfer dürfte durch die Nähe zu einem Ballungsgebiet 135.000 übersteigen. Es wird davon ausgegangen, dass SCP-028, DEC und -D dabei zerstört werden und Raum 8 verschüttet wird. Wenn nicht, bleibt nur zu hoffen, dass O5 etwas in petto hat, von dem wir nichts wissen. Und das so schrecklich ist, dass es den Tod von 100.000 Menschen rechtfertigt. Anhang 028 DEI 2a1. Durch die sich anbahnende Realitätenkonjunktion während Zwischenfall 028 DEI2 und während eines späteren Versuchs aus U3378 DESCP 028 DEC einseitig zu öffnen, verbanden sich durch überlappende Frequenzen die WLAN-Netzwerke beider Standorte. Während das Netzwerk von SCP-028-DE vom Hauptnetz der Foundation getrennt war und keine sensiblen Daten übermittelt wurden, konnte durch die schnelle Reaktion der IT-Techniker vor Ort ein großer Teil der Datenbank des SKP sowie diverse Daten aus dem dortigen Internet heruntergeladen und gesichert werden. Insbesondere SKP-028 stand 11 Monate nach Zwischenfall 028-DI2. Augenscheinlich das Äquivalent von SCP-028-DE in der Realität U3378-DE. Es folgt eine Liste einiger erbeuteter Datensätze, die mit ihrer Freigabestufe zugänglich sind. SKP-017, SKP-028, SKP-038, SKP-045, SKP-047, SKP-136, SKP-173US, SKP-173US, SKP-2O, SKP-299.